Hi Leute, wir sind gerade auf dem Weg nach Lamborghini in Düsseldorf. Wir holen gleich einen Lamborghini ab. Welcher das ist, seht ihr gleich. Und zwar werde ich eine Tour machen mit dem Wagen von mir zu Hause bis nach Italien zum Lamborghini-Werk und werde noch so einen kleinen Schlenker über Österreich machen. Ich bin gerade hier zusammen mit dem Klaus unterwegs in unserem Q3 Sportback, den wir ja auch noch ganz neu haben. Und ja, wir holen den Wagen jetzt erstmal ab. Alles weitere seht ihr gleich. Ist er das etwa schon? Das ist er. Geile Farbe. Mega. Ja, das ist die Gebrauchtwagenabteilung hier bei Moll in Düsseldorf. Hier stehen aber auch schon ein paar schicke Schätzchen rum. Sehr schick. Und auf solchen Straßen sind wir jetzt auch ab morgen unterwegs. Guck dir mal den Lack an, das ist ja cool. Mit so Purple-Glitzer-Effekt. Eigentlich ist das Auto so vom Weiten grau. Der ist auch schick. So Leute, da ist das gute Gefährt. Ich drehe mal die Kamera. Zack. Wow. Lamborghini Huracan Evo in einer mega geilen Farbe. Wie heißt die Farbe? Verde Skandal oder Skandal Verde, eins von beiden. Ist so ein bisschen gelblich-grün, wenn man mal dagegen vergleicht. Da hinten steht noch einer so ein grüneren Grün. Guck mal, die Türöffner springen einen schon entgegen. Interieur farblich passend zum Exterieur. Sehr cool. Und vor allen Dingen nicht die ganz unbequemen Sportsitze. Weil wir fahren ja schon eine weite Tour und die sehen dann doch recht bequem aus. Ich guck mal, ich check mal zu Hause ab, wie das mit dem Platzangebot aussieht. Ich bin das ja schon gewöhnt, in kleinen Autos zu reisen, beziehungsweise in Autos mit wenig Platz für Gepäck. Lass jetzt erstmal den Klaus nach Hause fahren, weil ich habe das Auto ja jetzt noch genug die nächsten Tage. Dann kann er sich auch noch mal ein bisschen austoben hier. Der Herr muss sich jetzt erstmal in Ruhe anschnallen und den Sitz einstellen. Ja, der Sound kommt mir sehr bekannt vor. Klingt dann doch noch ganz stark nach meinem alten R8. Ist ja auch derselbe Motor drin. 640 PS ist übrigens auch derselbe Motor, der im Huracan Performante sitzt. Echt ein schönes Kfz. Ich fahre jetzt erstmal mit dem Audi hinterher, um mal zu gucken, wie sich der Wagen so von hinten anschauen lässt und vor allen Dingen auch anhört. Den Wagen hört man schon aus 10 Kilometer Entfernung. Da kommt er. Wie fährt er sich? Oh, cool. Anstrengend durch den Regen. Ja, glaube ich dir. So, der nächste Morgen und Sabrina ist auch schon da. Mit Sabrina fahre ich ja jetzt die Tour. Und jetzt wird erstmal hier Tetris gespielt. Mal geguckt, wie viel passt tatsächlich in so einen Huracan rein. Also der Kofferraum ist tatsächlich doch kleiner, als ich es erwartet habe, weil ich dachte, der ist vergleichbar mit meinem R8 damals. Aber der ist doch wesentlich kleiner, wie man hier sehen kann. Ich habe so einen ganz kleinen Handgepäckskoffer, habe gerade schon gemessen. Der passt noch gerade so rein, das war es dann aber auch schon. Ja, mit ein bisschen Glück noch die Schuhe hier. So, ja, zack. So, hier ist auch noch mal ein bisschen Staufläche. Gott sei Dank hinter den Sitzen ist zwar nicht viel, aber wie man sieht, hier die Sabrinas Reisetasche passt hier noch komplett hinter. Die Flaschen noch, die Jacke. Klappen wir einmal wieder so zurück. Also dieser Platz rettet Leben. So, genau, dann kann es ja losgehen. Klimaanlage. Hier? Ah, guck mal, das sieht gut aus. Machen wir ein bisschen kälter, ne? Ja. 200 Metern rechts auf die Auffahrt A45 nach Frankfurt am Main abbiegen. Wo kriege ich jetzt wieder Apple CarPlay? Hier? Rechts auf die Auffahrt A45 abbiegen. Eieieiei. Warte. Ja, da muss man sich erst mit zurechtfinden. Sehr gut. In Richtung Autobahn ist frei. Straße ist trocken. Was bedeutet, wir schalten mal in den Sportmodus. Oh, der klingt so schön. Oh, schon 240.
Strada. Genau, also wenn wir hier den Strada Sport, sagt man Sport auf Italienisch oder Sport? Sporte. Ja, bei dir klingt das hier schön. Strada, Sporte und Corsa-Modus. Und den Corsa machen wir nicht, weil das ist wirklich nur für die Rennstrecke. Also Corsa heißt ja Rennstrecke. Und da ist dann eben auch ESP und so weiter. Das ist einfach zu gefährlich jetzt hier auf der Straße. Deswegen, also wir benutzen nur Strada und Sporte. Und beim Sportmodus merkst du direkt, wie schön laut der klingt. Dann poppt der auch hinten so schön raus. Das macht er jetzt im Strada-Modus nicht. Aber das finde ich gut. Du hast die Möglichkeit auch, einen Lamborghini noch relativ angenehm leise zu fahren. Es ist zwar jetzt auch schon gut laut, ja, aber das ist lauter. Und man zieht mega Blicke auf sich mit diesem Auto. Also ihr, wenn ihr mich schon länger kennt, ihr wisst ja, ich fahre... Ach, da war es wieder. Kann ich mir den ganzen Tag anhören. Wer mich schon länger kennt, weiß ja, ich fahre sehr viel Sportwagen, ich fahre sehr viel unterschiedliche Sportwagen. Aber ich kann euch eins sagen, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Blicke auf der Autobahn bekommen wie mit diesem Wagen hier. Also Lamborghini zieht nochmal doppelt so viele Blicke auf sich und dann noch in so einer auffälligen Farbe. Manchmal ist das schon echt so, dass man sich denkt, oh, jetzt bitte gerade nicht. Aber die meisten freuen sich. Also die meisten, die staunen, die gucken rein, vor allem die Kinder heute Morgen, ne, wo wir losgefahren sind, standen die Kinder da an der Bushaltestelle so, oh mein Gott, hat sich so voll gefreut. Das war so süß. Ja. Ich hoffe, die Straßen bleiben so, dann kommen wir schnell durch. Das krasseste Auto, was du in deinem ganzen Leben gefahren bist. Bisher so. Meins? Deins? Meins. Also generell von allen Autos, die du je mal gefahren bist? Meins. Deins, A45 AMG. Dann ändert sich das ab heute. Spannung. Erste Mal Lambo. Feierlich drücke ich Feierlich. So habe ich auch damals geguckt, als ich das erste Mal in einen Lambo gestiegen bin. So. Genau, rückwärts ziehst du hier. Ne, Bremse dabei drücken, man kennt es ja von deinem auch. Die Bremse drücken. War Spaß. Genau, und toll ist ja auch, dass der eine Rückfahrkamera hat. Mega. Kommt keiner, das ist schon mal gut. Und den ersten Gang legst du gleich ein, indem du einfach ein Pedal ziehst. Ein Pedal ziehen? Ja. Ach, einmal dran ziehen. Sonst musst du eigentlich nichts mehr machen, den Rest macht er automatisch. Genau. Läuft! Das Beobachter. Ich glaube, Sabrina hat gerade so enorme Glücksgefühle. Ja, drück nochmal auf den Turbo hier. Oh ja, wäre auch ganz schön schnell hier. Was? Wer fährt hier schnell? Wie fühlt man sich so, wenn man zum ersten Mal Lamborghini fährt? Glücklich. Oh, das wollte ich hören. Das muss ich auch mal gerade zeigen. Ich habe jetzt erst Zeit, mir das Auto hier mal anzugucken. Das finde ich auch richtig schick. Übrigens hier Touch-Display, ne? Ja. Das sieht alles so in so einer Wabenstruktur richtig schön gemacht aus, super sportlich. Und ich muss wirklich sagen, Lamborghini hat sich extrem gemacht. Also es ist echt mittlerweile auch sehr modern. Auch die Art und Weise hier dieser Knöpfe und wie das alles angeordnet ist, hier noch Carbon und auch hier, das sieht alles so schön hochwertig und toll einfach aus. Hier nochmal Carbon. Ja, wie echt sehr schick gemacht. Mir gefällt auch das Display hier sehr übersichtlich gestaltet. Schickes Kfz. So, hier kann man auch noch drunter fassen, sehe ich gerade, und noch irgendwas verstauen. Da können wir die Kamera gleich reinlegen. Und wie man sieht, wir haben unser ganzes Gepäck hier irgendwie hinten verstaut und unterbekommen. Passt. Ja, also doch noch erstaunlich viel mitbekommen, was ich so erstmal nicht gedacht habe, als ich den Wagen hier zum ersten Mal gesehen habe. Mittlerweile sind wir in Österreich angekommen, so 7 Stunden später. 1 Stunde haben wir noch vor uns und da sind schon die schönen Berge. Wir
fahren jetzt gleich noch einen kleinen Umweg, ist aber nur ein Umweg von 10 Minuten. Weil normalerweise kann man fast über die ganze Autobahn bis zu unserem Ziel fahren, aber ich habe gesagt, das letzte Stück würde ich halt gerne über Land fahren, weil es einfach schöner ist. Ganz schön rutschig, ne? Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es dann doch hier schon so eingeeist ist. Und geht die Straße langsam von der Hilfe. Ja, hier muss man auch aufpassen auf die Brücken. Das ist dann doch nicht mal so ganz... Ja, also liebe Leute, hier fängt es jetzt an, richtig Spaß zu machen. Die Straße ist schon vereist. Das denkt man auch gar nicht, weil vor einer Stunde haben wir noch nicht ein Flöckchen Schnee gesehen. Also das ging jetzt super schnell hier. Und jetzt merkt man schon, wie das Heck die ganze Zeit kommen will. So, aber wir haben ja Allradantrieb. Das heißt, man kann immer noch schön stabil fahren. Das sieht ja einfach wunderschön aus. Ich freue mich schon auf morgen und hoffe, dass wir morgen hier ein bisschen schon Schnee driften können und so. Also wir werden hier gerade angeguckt von allen Seiten so nach dem Motto, sind die noch ganz dicht mit so einem Auto hier? Aber mich haben auch übrigens nach meiner Instagram-Story gestern ein paar Leute gefragt, ja, warum fährst du nicht mit dem Urus? So, ja, also ich kann auch direkt mit einem VW Touran Familienauto fahren, ja. Aber das ist ja gerade das, was so toll ist, so dieses Anspruchsvolle, hier mit so einem Auto, so diesen Berg voller Schnee zu erklimmen, jetzt hier wieder runterzufahren. Aber beim Runterfahren muss man ein bisschen aufpassen. Hochfahren macht meist mehr Spaß. Aber ich muss auch sagen, also es ist wirklich, das ist ja das, womit ich angefangen habe, auch auf YouTube. Dieses Autotouren mit einem Sportwagen bei Wind und Wetter, hier solche Bergstraßen und so. Und das ist für mich das Tollste, was man mit so einem Auto anstellen kann. So, der nächste Tag ist angebrochen. Wir sind mittlerweile hier im Hotel angekommen und gestern war es einfach schon zu dunkel, deswegen habe ich euch das nicht mal gezeigt. Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz. Wir haben uns hier so ein richtiges Apartment gemietet. Hier sieht man so den Flur. Machen wir Licht an. So. Hier ist so der Eingangsbereich. Dann ist hier einmal ein Schlafzimmer, da ist die Sabrina gerade drin. Dann haben wir hier noch ein Badezimmer. Ja. Und dann hier der Wohnbereich mit Küche. Und hier nochmal ein Schlafzimmer. Hier ist ein bisschen Chaos. Und was richtig schön ist, wir haben den Lift hier direkt vor der Tür. Da fahren die ganzen Skifahrer schon. Und ich zeige euch jetzt auch hier nochmal den Ausblick. Heute haben wir echt perfektes Wetter. Hier eine riesige Terrasse. Huch, schon einiges los. Regenbogen ist auch da. Da vorne steht das Auto. Eingeschneit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe keinen Eiskratzer mit, Leute. Das wird lustig. Und was wir heute so machen mit dem Lamborghini Huracan Evo hier in Österreich, das wird was ganz Tolles. Wir fahren ein paar ganz tolle Straßen. Das seht ihr aber in meinem nächsten Vlog. Also vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann verpasst ihr auch nicht das nächste Video. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.